Heute geht es um die zwei wichtigsten Eröffnungen für Schwarz nach E4, E5. Das ist schon etwas geschwindelt, denn die Abwehr gegen das Schäfermatt gehört dazu und die habe ich ja schon in einem Kurzvideo gezeigt. Wir kümmern uns heute darum, was passiert, wenn Springer F3, Springer C6 kommt und hier wird Weiß in der Regel im Bereich unter 2000er Wertung Läufer C4 spielen und nun geht es darum, man muss sich entscheiden, Springer F6, das Zwei-Springer-Spiel im Nachtzug oder Läufer C5, die italienische Partie. Man kann im Schach nicht unbedingt oder auch am Anfang nicht gleich alles lernen, man sollte erstmal eins richtig lernen. Wir kümmern uns heute um Springer F6. Wer das spielt, das Zwei-Springer-Spiel im Nachtzug, der muss gewappnet sein für den Zug. Springer G5. Das ist ein Doppelangriff auf F7. Droht die Gabel zum Beispiel mit dem Springer, Dame und Turm anzugreifen. Und der Bauer F7 kann nicht nochmal gedeckt werden. Zwar kann die Dame nach E7 gehen, aber wenn eine der Leichtfiguren dort einschlägt, wird die Dame wohl kaum dort zurückschlagen. Von daher brauchen wir eine andere Lösung. Es gibt den sehr komplizierten Zug Läufer C5, das Traxler gegen Gambit, oder die nicht ganz korrekte Falle Springer schlägt E4. Ist gut, wenn Weiß den Springer schlägt oder mit seinem Springer auf F7 zuschlägt, aber nach Läufer schlägt F7, gefolgt von D4, kommt Schwarz doch sehr unter Druck. Von daher gucken wir uns das an, was Schwarz hier tun sollte. Den Zug bitte merken und das ist Bauer D5. Wir stellen uns in den Weg. Die einfachste Antwort, diese Gabel also abzuwehren. Das zweite Wichtige an dieser Stelle auch merken ist, wenn hier geschlagen wird, nicht zurückschlagen. Wir haben es zweimal gedeckt, trotzdem, wenn wir es tun, kommt ein Einschlag auf F7 und die Idee ist, dass nach dem Damenschach entweder Weiß die Figur zurückkriegt oder, wenn die verteidigt wird, steht der König hier in der Mitte rum und Weiß hat noch alle Mörder auf dem Brett. Mit dem König so frei in der Mitte rumzuhängen, ist keine gute Idee, sollte man nicht tun. Selbst wenn die Computer sagen, das ist spielbar, sind wir keine Computer, sondern Menschen. König in der Mitte geht in der Regel schief. Auch die ganze Zeit zu verteidigen ist viel schwieriger als anzugreifen. Wenn man einmal etwas übersieht, ist die Partie weg. Deswegen gibt es keinen Grund, an der Stelle zurückzuschlagen. Wir haben einen besseren Zug. Die Hauptvarianten wären hier Springer A5 oder Springer D4, beides sehr gut. Und der dritte Zug, der ebenfalls spielbar ist, am seltensten gespielt wird, den empfehle ich heute und das ist Bauer B5. Sieht komisch aus, ist ein ungedeckter Bauer. Wenn unser Springer geschlagen wird, schlagen wir den Läufer. Aber Weiß wird an dieser Stelle sich einfach den Bauern schnappen. Das sieht viel zu verlockend aus und nicht etwa den Hauptzug spielen, Läufer F1. Das wäre am besten, wird aber selten gespielt, sieht auch komisch aus, den Läufer auf sein Anfangsfeld zurückstellen. Wir kümmern uns um das hier. Der Springer, der schon angegriffen ist vom Bauern, ist jetzt auch noch gefesselt durch den Läufer. Was könnte schöner sein als das, jedenfalls für Weiß? Das Gute für uns als Schwarz, wir haben nur einen Zug, der uns rettet. Und das ist Dame schlägt D5. Und das ist nicht nur eine Abwehr für den Springer C6, seine Verteidigung, sondern ein Angriff auf den Läufer und auf den Bauern G2, die mögliche Rochadestellung von Weiß. Um beides zu retten, wird hier am meisten auf C6 getauscht. Läufer schlägt, Dame schlägt und Weiß spielt Rochade. Läufer gerettet, G2 gerettet. Sieht alles gut aus für Weiß. Und wir entwickeln uns hier weiter mit Drohungen. Wir basteln uns eine Kanone mit Läufer B7. Eine Kanone von Dame und Läufer auf den Bauern G2. Drohen matt. Wird in der Regel verhindert mit Bauer F3. Verhindert das Matt, eröffnet uns aber die Möglichkeit, uns mit Tempo zu entwickeln. Mit einem Schach kommt der Läufer raus. Läufer C5. Hier geht der König meistens einen Schritt zur Seite. Und jetzt bereiten wir unsere Rochade vor. Und zwar die lange. Damit wir das tun,
brauchen wir keinen Springer, der in unserem Bereich rumhängt und auf F7 eine Gabel machen könnte. Sowieso, wenn Figuren auf unserer Hälfte rumlungern, wollen wir die vertreiben. Bauer H6. Wenn der Springer in die Mitte zieht, kriegen wir unseren Bauern zurück und behalten unsere Angriffsstellung. Was könnte besser sein als das? Droht weiter matt. Und selbst Damentausch wird den Angriff hier nicht stoppen. Sehr schwer, diese Stellung zu verteidigen. Wir haben gleiches Material, wir haben Figuren entwickelt, wir greifen an und wer das hier verteidigen kann, ist auf jeden Fall ein besserer Spieler als ich. In der Regel kommt das aber gar nicht. Der Bauer wird nicht zurückgegeben, Weiß ist gierig und wird nicht Springer E4 spielen, sondern Springer H3. Und dieser Zug ermöglicht uns, die angekündigte lange Rochade zu spielen. Lange Rochade, der König stopft im Grunde genommen die Löcher, die unsere abgetauschten Bauern hier hinterlassen haben, kann auch etwas tun. Außerdem steht der Turm gleich auf einer halboffenen Linie, guckt indirekt schon Richtung Dame. Wir haben alle Figuren im Spiel. Wir haben außerdem die Läufer und die Dame, die auf die weiße Königsstellung, die Rochadestellung gucken. Und wir haben einen klaren Angriffsplan. Und der sieht so aus, dass wir, wenn möglich, Bauer G5, Bauer G4 spielen werden. Unsere Figuren alle im Spiel, die weißen Figuren, zur Hälfte noch auf ihren Startfeldern. Und selbst die Entwicklung der anderen Figuren ist nicht gerade eindrucksvoll, denn dieser Springer hat keine besonders schönen Felder nach vorne, steht am Rand. Und auch dieser Turm macht im Moment nichts anderes als seinen Bauern von hinten angucken. Diese Stellung sieht nicht nur besser aus, auch die Computerbewertung wird einem bestätigen, dass das hier klar besser ist für Schwarz. Das Schöne ist, diese Variante ist gesund und die Züge, die wir gespielt haben, diese Hauptvariante, die man sich hier merken kann, 11 Züge lang, ist viel, aber es sind die häufigsten Antworten von Weiß, die ich rausgesucht habe, auf dem Niveau von Wertungen unter 2000. Und die Nebenvarianten würde ich hier nicht alle aufschreiben. Lieber hier Erfahrung sammeln, indem man diese Eröffnung spielt. Und mit der Zeit wird man andere Züge erleben und Antworten darauf finden. Wenn man den Zug nicht kennt, muss man anfangen nachzudenken. Und wenn etwas schief geht, nach dem Spiel die Eröffnung nochmal analysieren und rauskriegen, was der richtige Zug an dieser Stelle war. Das ist die Art, wie man nach und nach seine Eröffnung lernt. Das Wichtige ist nur, dass man erstmal eine Variante hat, wo man weiß, das ist mein Baukasten und der stimmt. Wenn er nicht stimmt, dann müsste man grundsätzlich dran basteln. Das hier ist eine Eröffnung, die sich in der Praxis von Kinder- und Jugendspielern, die ich begleitet habe, bewährt hat. Und deswegen empfehle ich sie hier auch an dieser Stelle.